Bibel? Einer mit einer ohne, ja? Der Käse war für Sie, ne? Und das Zwiebeln mit drauf? Toll. Guten Appetit. Ihre Schale mit Zwiebeln? Ja. Einmal mit Zwiebeln. Die Box mit Zwiebeln. Zwiebeln? Beide? Okay. Einmal vegan bitte. Bibel? Nein, danke. Moin. Ein Mini-Rollo bitte. Guten Appetit. Wer macht die Box-Zwiebeln? Guten Appetit. Also wir haben Gyros im Fladenbrot in der Schale, in der Box, im Rollo, in der großen Box, im Maxi-Rollo, Mini-Rollo, vegetarisch, vegan. Also unsere Produktpalette ist immens groß. Natürlich mit Auswahl. Die können wir gar nicht aufzählen. So viel verschiedene Auswahl, wie man sich selber hier aus unserer leckeren Salatbar aussuchen kann. Ja. Fleisch, immer Hähnchen oder auch? Durchgehend nur noch Hähnchen und sogar auch Halal für auch Kunden, die
gerade mit ihrem Glauben das auch essen möchten. Auch früher Rind zum Beispiel gehabt oder? Ganz früher haben wir mit Schweinefleisch angefangen. Das ist auch traditionell griechisch, aber genauso wie Hähnchen ist auch traditionell griechisch. Haben aber dann gemerkt, dass gerade viele Frauen möchten nur noch Hähnchenfleisch essen. Für viele ist Schwein nicht mehr das Thema heutzutage, deswegen haben wir dann den Umschwung geschafft auf Hähnchenfleisch. Und alle Soßen werden hausgemacht. Jetzt Tzatziki nach einem alten griechischen Rezept tatsächlich. Die Cocktailsoße von uns natürlich entwickelt. Krautsalat nach unserem Rezept. Sogar das Fleischgewürz wird nach unserem Rezept hergestellt. Also wir haben es war schwer jemand zu finden, der das so produziert, wie wir das gerne haben möchten. Mit unseren Gewürzen, weil es viele Großfabriken sind. Wir haben eine kleine Produktion gefunden, die weit weg ist in Herford, die für uns das Fleisch so herstellt, wie wir es gerne hätten. Nach unserem alten Rezept. Also unser Hauptprodukt ist tatsächlich immer noch die Gyros Pita, Gyros im Fladenbrot, Kraut, Tzatziki, Zwiebeln, Standard. Das läuft eigentlich sehr, sehr gut. Mittlerweile sind die Boxen sehr gefragt, weil die natürlich gut zum Handeln sind. Aber tatsächlich unsere frisch gebackenen Rollos, Kräuter-Knoblauchteig, die sind ja auch jetzt ein bisschen neuer im Programm, die kommen sehr, sehr gut an. So ein Kräuter-Knoblauch-Chili-Teig, den wir selbst herstellen, der wird hinten auf unseren Crepeplatten frisch ausgebacken. Dann wird er gefüllt mit dem, was Sie da rein haben wollen, eingerollt und dann hat man echt ein super frisches Produkt. Genau, wir haben verschiedene Boxen, wir haben 3 verschiedene Größen. Wir haben einmal die normale Box, Kraut, Tzatziki, Zwiebeln, Fleisch. Nochmal Tzatziki und nochmal Zwiebeln natürlich. Oder die Box mit Pommes und natürlich für die, die großen Hunger haben, die XXL-Box. Ich selber mache es ja schon, seit ich Kind bin, seit ich aus der Schule bin, mit 13, in den elterlichen Betrieb mit reingewachsen und dann mit Kinderkarussell gestartet, dann auf Gyros umgeschwenkt. Und das mache ich jetzt schon seit 14 Jahren erfolgreich, zum Glück. Und ich hoffe, dass es die nächsten Jahre auch so weitergeht. Das heißt, deine Eltern haben das gemacht und deren Eltern auch? Genau. Ich bin die 6. Generation. Also schon 6 Generationen vor mir haben den Beruf vom Schausteller ausgeübt. Und ich hoffe, dass meine Kinder das auch weitermachen. Meine Kinder gehen hier auf dem Dom auch zur Schule oder in den Kindergarten. Das ist ja hier auf dem Dom geregelt, dass die Kinder hier gehen können. Ach! Ja, ja. Und ich hoffe, dass sie in meine Fußstapfen treten, vielleicht was anderes machen, aber vielleicht auch Schausteller bleiben. Das heißt, wenn ihr jetzt Dom umzieht, wie soll ich das so vorstellen mit dem Kindergarten? Also meine Kinder gehen immer da zur Schule in der Stadt, wo wir gerade sind. Ich sag mal, jetzt sind wir in Hamburg, geht mein Kind in Hamburg zur Schule. Nächste Woche fahren wir nach Rostock und dann geht mein Kind in Rostock zur Schule. Das ist immer auf dem jeweiligen, in der jeweiligen Stadt, wo wir gerade sind. Wie fühlen sich dabei die Kinder? Also kommen die damit gut zurecht, dass man immer wieder unterschiedlichen Klassenkameraden hat? Für die Kinder ist es natürlich so, erstmal wachsen sie damit auf. Wir haben ja auch viele Freunde immer auf den Veranstaltungsplätzen. Aber Kinder werden dadurch natürlich sehr schnell selbstständig und wissen auch, sich durchzusetzen. Also die kommen da schon gut mit klar. Ja. Wie lange braucht man, um so einen Stand aufzubauen? Also tatsächlich, der Aufbau geht relativ schnell, da sind wir in einem halben Tag mit durch. Dann brauchen wir aber noch einen guten Tag, um den von außen auf Vordermann zu bringen, immer wieder zu waschen, zu polieren. Dann, wenn wir damit fertig sind, fangen wir hier drin an. Jede Woche wird das alles auf Vordermann gebracht, von Grund auf gereinigt. Genauso wie heute Abend, heute ist der letzte Tag der Veranstaltung, wird alles auseinandergebaut und von Grund gereinigt für die nächste Veranstaltung. Aber Juli seid ihr wieder da? Im Juli sind wir wieder da. Im Juli seid ihr wieder da. Und dann wird das mit LKW abtransportiert? Genau. Wir haben verschiedene Fahrzeuge, ein LKW, einen Transporter, mit dem wir haben auch einen Kühlwagen noch hier hinter. Die Sachen werden dann von A nach B da mitgefahren. Unsere Wohnwagen, wir wohnen ja auch hier immer zur Domzeit natürlich. Stand hast du auch selbst gebaut? Genau, den Stand haben wir selber gebaut. Das war in der Corona-Zeit, da hatten wir leider viel Zeit. Wir haben uns die Zeit genommen, um unseren Traum zu verwirklichen. Das haben wir tatsächlich ganz alleine gemacht, in unserer Firma zu Hause. Und was war überhaupt in Corona-Zeit? War nichts, oder? Corona-Zeit hatten wir natürlich schon eine sehr schwere Zeit. Es hat ja keine Veranstaltung stattgefunden. Ja. Da mussten wir uns so ein bisschen durchbeißen. Aus welcher Stadt kommst du selbst? Wir wohnen in Bischhafen, das ist in der Nähe von Stade. Da sind wir ortsansässig. Hamburger. Ja, nicht ganz. Niedersachse. Ja, Stade. Ja. Stade. Ja. Und da sind wir ortsansässig und da haben wir auch unser Winterquartier. Da bereiten wir dann im Winter alle Buden wieder auf Vordermann für das nächste Saison vor. Da sind auch die Weihnachtsmärkte, die wir dann halten, Stade und Buxtehude auch mit Gyros. Und so läuft unser Leben auch. Also mit Wohnwagen ziehen wir ja schon um, seit ich auch Kind bin. Meine Vorfahren natürlich alle schon. Ich kenne das gar nicht anders. Diese Gyros-Geschichte machen wir seit 14 Jahren und selbstständig bin ich seit jetzt mittlerweile 22 Jahren. Mit 18 gleich in die Selbstständigkeit und los geht's. Und so läuft das. Und so läuft auch das Schaustellerleben zum Glück. Verstehe. Und zum Beispiel Restaurant, Imbiss, einen Stand aufzumachen, festen,
Nein, Nein? nein. Keine Gerade, Lust. nein, gerade das Leben ist ja das Interessante daran. Du bist dein eigener Chef, hast hier alle deine Freunde immer um dich rum. Wer hat das oder wer kann das von sich behaupten? Dann lieber hier bleiben. Sehr anstrengend, sehr anstrengender Beruf. Auch gerade, weil die Bürokratie in Deutschland immer schwieriger wird. Aber trotz alledem will ich den Beruf hier nicht missen. Würde ich für nichts auf der Welt aufgeben. Der Spieß wird jeden Morgen ungefähr 5 Stunden früher aufgespießt. Also unsere Spieße kriegen wir ja schockgefrostet, werden hier uns in die Truhe gelegt, damit die auch frisch bleiben. Dann stecken wir sie morgens um 11, fangen wir hier an vorzubereiten. Salat schneiden, auffüllen, alles schön machen. Und den Spieß müssen wir ungefähr 1,5 Stunden, bevor wir anfangen, auf kleiner Flamme schon mal langsam anbraten lassen. Anstatt Zwiebeln, Tomaten? Ja, klar. Einmal ohne Zwiebeln. Ohne Zwiebeln, Tomaten. Ketchup oder Mayonnaise auf die kleine Pommes? Mayonnaise? Ketchup oder Mayonnaise? Mayonnaise. So, mit Zwiebeln. Die andere kriegst du auch mit Zwiebeln machen. Die auch mit Zwiebeln? Ja. Warte. Bitte schön. Eine ist schon fertig. Da guckt sie mich schon an im Auto. Ich habe gerade Überschneider, ich habe weiterhin Guten Appetit.
Magst du Zwiebeln drauf haben? Auch keine Zwiebeln, okay. So, ja. Machen die verwendet, ne? Schön. Ja. Eisberg auch? Was Ja. denn? Bitte schön. Käse kommt sofort. Zwiebeln drauf. Scharf. Nein, Laura. Schön.